Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute machen wir weiter mit den Quests auf Burudeng mit meiner zweiten Fuhre an Charakteren, die habe ich aber beim letzten Mal nicht mehr fertig geschafft. Ich wollte eigentlich alle, hier kann man nicht von Bord gehen, ne? Charakter logischerweise fertig machen mit den ganzen Quests und so für das Doppel-Upgrade-Event, aber das ist sich dann zeitlich einfach nicht mehr ausgegangen, weil die Quests sind tatsächlich, umfangreicher als man denkt. Sie dauern tatsächlich verhältnismäßig lange und genau, aber jetzt machen wir quasi Teil 2. Ich schätze mal, es wird noch einen Teil 3 geben. Der Grund dafür ist schlicht und einfach, weil es echt viel ist. Und wie gesagt, mit den Giants und so, die muss man halt auch erstmal finden. Und dann ist halt auch schlicht und einfach das Problem, dass zum Beispiel die Whites Quest alleine halt auch relativ umfangreich ist. Also das kann man so an einem Tag gar nicht schaffen. Habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen gehabt. Also ich wollte es ursprünglich, wie gesagt, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, eigentlich schon an einem Tag machen, aber das war dann einfach ein bisschen too much. So, die Quest ist jetzt natürlich relativ langweilig. Man muss nur dahin fliegen, so wie bei der Mars Dungeon Quest ganz am Anfang und so. Hier mit der Suche ist aber relativ ertragreich. Man bekommt 6 Millionen Penya. Gut, 5% auf 158 ist natürlich nicht so viel. Aber 6 Millionen Penya mal 8 wäre es theoretisch. Oh, hoppla. So. In dem Fall jetzt leider nur plus 6. Mal 6 meine ich natürlich. Genau. Gut, bei den Charts ist es ein bisschen mehr. Hier haben wir sogar ein Level-Up dabei. Die XP-Werte sind so unfassbar ungleichmäßig. Das triggert mich eigentlich so. Manche haben einfach 60%, manche haben Level-Up. Keine Ahnung, wie das so schief laufen konnte. Genau. Und jetzt ist die nächste Quest quasi Giant Dorian, Giant Oaken und Korallinsel Metallschrott. Diese 300 Metallschrott, das dauert wieder ewig. Aber ich glaube hier... Ja, genau. Das stimmt nämlich nicht ganz, weil hier kann man sich nämlich aussuchen, Giant oder Violet. Das ist deutlich besser als die letzte Quest mit Giant und Violet Naga, weil da war es ja wirklich du musstest beide töten. Hier ist es so, entweder Violet oder Giant. Dadurch hast du schon mal wesentlich bessere Chancen. Und es sind 2 verschiedene Monster. Das heißt, du hast quasi alle Violet und Giant Oaken und alle Violet und Giant Dorian. Und damit ist die Chance halt, literally doppelt so hoch. Also wie zum Beispiel Violet Naga musst du nicht finden, weil du kannst halt auch den Giant töten. Oder andersrum. Ja, und jetzt zeige ich euch mal den langweiligen Teil der Quests, der auch echt lange dauert. Ist jetzt natürlich hier auch gar nicht mal so produktiv, weil mein Elle hier schon Level 158 ist und jetzt erst diese Quests macht. Also XP-technisch halt schwierig, weil er einfach 4 Level über den ist und alle meine anderen Chancen auch auf dem gleichen Level. Gut, ich hätte zu den Captains gehen können, I guess, die wären 156, aber es würde nicht wirklich XP-technisch großartig was ändern. Aber ja, man muss einfach 300 von diesen Quest-Items sammeln. Und das ist echt viel. Also ich meine, ist jetzt nicht schlimm. In dem Levelbereich, wenn man leveln will, muss man sowieso hunderte Monster töten, um effektiv halt XP zu bekommen und so. Aber ich finde 300 ist irgendwie trotzdem ziemlich viel. Also, weil die droppen jetzt auch echt nicht so gut. Diese 3% Drop-Chance, die wir, glaube ich, beim letzten Mal so Pi mal Daumen festgestellt haben. Mit dem, das wäre eigentlich eher 30%, ne? Ja, aber egal. Also ich denke, 3% kommt tatsächlich ganz gut hin. Also wenn man so eine, wobei vielleicht ein bisschen mehr, 10% vielleicht. Aber es ist schon, manchmal tötet man 20 Mobs und man droppt 5 und manchmal tötet man 20 Mobs und man droppt 1. Also das ist schon wirklich nicht besonders gut. Das waren jetzt, keine Ahnung, 20 Mobs und 2 oder so. So, machen wir noch 22. Also ja, das ist quasi der Teil der Quests, den ich jetzt immer übersprungen habe. Aber ich dachte mir, wenn wir das jetzt hier nochmal machen, kann man es ja noch ein bisschen aufholen, I guess. Aber ja, ist mit dem Element heute auch grundsätzlich schwierig, weil ich jetzt hier noch das bescheidene Equipment habe. Ich habe mir jetzt so einen guten Schmuck rüber getradet. Das erste Mal, dass meine Adept-Ringe plus 5 im Einsatz sind, tatsächlich seit dem Upgrade-Event. Aber meine Cast-Times suckt halt ass, weil ich habe hier ein Nemesis-Set und ein Bloody Stuff. Statt mein FEC Gold Bloody Stuff und mein goldenes Kinox-Set, womit ich halt 200% Cast habe. Hiermit habe ich ja keine 200% Cast. Auch nicht mit Power-Ups, leider. Und keine 200% Cast. Das ist wirklich so ätzend im High-Level. Also ich meine, auf FEC bin ich das zwar eigentlich gewohnt, aber da sind die Monster halt noch ein bisschen niedriger. Und ja, ist schon echt ätzend irgendwie so auf Dauer. Also zumindest auf Boarding bin ich es eigentlich mittlerweile gewöhnt, wirklich permanent 200 Cast zu haben. Und wenn man es dann nicht hat, ist echt richtig ätzend. Ja. Genau. Ich könnte das Ganze auch bei Dorian machen.
Aber die sind ja vom Element her Blitz, also da würde es natürlich wieder wenig Sinn machen. Poison Cloud, Wasser, generell Blitz, schlechtes Element für ein Elementor eigentlich zum Monster töten. Deswegen mache ich das hier. Und gut, bei den Smalls geht es ja actually sogar schneller als bei den Captains, wenn man die XP außen vor lässt. Aber wie gesagt, die XP bei den 2 Level Unterschied würde auch nicht so viel bringen. Jetzt haben wir wieder so einen richtig fetten Puls. Können wir mal gucken. 2 haben wir gleich schon gedroppt. Nochmal 4 sind 6. Ja, also wie gesagt, wenn man so einen richtig fetten Pull hat, manchmal droppt es richtig gut, manchmal droppt es nicht so gut. Aber es geht eigentlich. Also wenn es keine 300 Items wären, würde es vielleicht richtig schnell gehen. Keine Ahnung, wenn es 50 wären oder so, dann wäre es halt in 5 Minuten oder so gegessen. Aber ihr seht, mein Upcut-Down läuft nur noch 17 Minuten. Das heißt, ich bin hier tatsächlich seit... Oh, wait, bin ich hier seit 43 Minuten? Wait, what? Really? Okay, wow, crazy. Das hat sich nicht so lange angefühlt, ehrlich gesagt. Das ist echt crazy tatsächlich. Aber ja, ich meine, selbst mit einer besseren Killtime, es gibt nur einen gewissen Grad, bis zu dem du es beschleunigen kannst. Irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Genau, jetzt haben wir 96. Gut, ich denke, den Rest könnt ihr euch denken. Dann sehen wir uns dann gleich bei der Quest-Abgabe wieder. Wenn ich nicht sterbe bis dahin. Lul. So, es war eine ziemlich schwere Geburt tatsächlich. Ich habe jetzt dummerweise Giant... Ich habe es selber vorher gesagt, wie dumm das ist. Oder im letzten Video habe ich es gesagt, mit Feuer plus 10 gegen den Wasser-Giant zu kämpfen. Vor allem wenn er 159 ist und 6 Level über dem Ranger. Und ja, es war auch dumm. Mit einem Drop wurden wir auch nicht belohnt. Das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Ich dachte mir halt so, er stand direkt neben mir hier beim Leveln und ich dachte mir so, ja komm, dann machst du einfach, da musst du nicht suchen. Aber das hat jetzt so lange gedauert, das war sowas von nicht worth it. Also beim letzten Mal mit Giant Naga und Violet Naga, was ja auch vom Element her gepasst hat, das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, sag ich mal. Gut, der Violet nicht ganz so sehr, aber der Giant war eigentlich ganz okay. Ging relativ schnell down und so. Aber, ja, das war jetzt nicht so geil. Schauen wir mal, wie es beim Oaken läuft. Beim Dorian meine ich natürlich. So, wir haben die Rage Phase von Giant Dorian erreicht, beziehungsweise riesiger Dorian. Und der hat tatsächlich eine richtig ätzende AOE. Also das ist so ein Giant, bei dem man echt aufpassen muss. Da darf man nicht so wirklich Brain AFK sein, weil der auf jedes Partymitglied seine AOE abfeuern kann. Ist zwar nicht so nervig wie Violet Meryl, aber ja, schon ähnlich auf jeden Fall. Definitiv deutlich unnerviger ist der Giant Oaken. Giant Oaken hat erstens mit seiner AOE gestunt. Das war ziemlich nervig. Und außerdem war natürlich, wie gesagt, Wasser. Und jetzt mache ich hier fast doppelt so viel DPS. Ist natürlich immer noch relativ wenig DPS. Das will ich nicht bestreiten. Aber ja, schon ziemlich ätzend. Genau. Und damit haben wir das erledigt. Double checken wir nochmal, ob es alle Chars bekommen haben. Aber das wären jetzt definitiv Giants, die ich hier nicht farmen würde. Aktiv. Aber müssen wir auch nicht mehr. Was aber hier auf jeden Fall schmeckt, ist die Quest-Belohnung. Wir bekommen 15 G-Product. Ah, okay. Moment. Moment. Jetzt. Wir bekommen 15 G-Product, 15 Power Dice 10 und 16 Meon Penya. Zusätzlich natürlich die XP. Und das Ganze mal 6. Das ist richtig lecker. Ja, die nächste Quest ist wieder relativ ätzend. 500 Small Kraken töten ist an sich jetzt eigentlich nicht so wild. Aber ja, weiß jetzt nicht, ob ich die noch machen werde. Ich dachte mir, hey, let's go. Das wird ein paar Giants töten und mit den Naga haben wir uns ja bereits angefreundet. Passt vom Element her. Deswegen hätte ich gesagt, probiere ich hier nochmal ein bisschen mein Glück. Und nächster Giant ist tot. Droppt leider wieder gar nichts. So, weiter geht's. Der Violet haut echt heftig rein, selbst jetzt mit 30 KP. Teilweise verteilt er so krasse Schellen jetzt auch schon wieder. Das ist richtig brutal. Na, immerhin Back-to-Back X-Product. Läuft auf jeden Fall besser als bei der letzten Runde. Sehr schön. Okay, wie unschwer zu erkennen ist, hier ist gerade ein bisschen was schief gegangen. Einfach die ganze Zeit Argos gespawnt und jetzt sind sie alle zeitgleich gespawnt. Ey, meine M stirbt halt leider fast, weil er nur dieses Drecks Rimif-Set trägt. Aber es ist sich gerade noch so ausgegangen, auch mit den Party-Drop-Skills, wirklich auf die Sekunde genau. Und natürlich wieder nichts gedroppt.
Also, wie gesagt, ich rede hier nicht von Herneswaffen, ne? Ich rede hier einfach nur generell von Drops und ja, könnte schon ab und zu mal ein Ori kommen vielleicht. Und der nächste Giant ist am Start, wie gesagt. Bei einem Giant haben wir noch keinen einzigen Drop bekommen, weder beim letzten Mal noch dieses Mal. Und wir haben eigentlich mehr Giants als Violets getötet. Klar, wie schon gesagt, die Violets haben grundsätzlich einen höheren oder einen größeren Drop-Pool. Da ist es leichter, was zu droppen. Aber das gibt's doch nicht. Ich bin halt auch im perfekten Drop-Bereich, also beziehungsweise ich bin halt unter den Giants. Sehr merkwürdig. Da muss doch irgendwann mal was kommen. Wieder gefährlich unterwegs auf Channel 4. Bringt uns das Glück. Mittlerweile fällt es mir schwer zu glauben, dass Giants überhaupt irgendwas droppen können. Selbst ein 150er-Setter wäre schon irgendwas zumindest. Allerdings wäre es schon ziemlich bad, weil 150er-Setter sind literally wertlos. Ich glaube, selbst die AM-Suit kriegst du gerade mal noch für eine Mio oder vielleicht für 5 weg oder so. Und wieder gar nichts. Damn. Aber ich muss sagen, das läuft irgendwie nicht so gut. Jetzt haben wir mal einen anderen Giant, Schrägstrich Violet. Violet Tiger ist mir zufällig noch begegnet. Naja, nicht zufällig, ich habe nach ihm geguckt. Aber er droppt natürlich nicht mehr so gut, weil ich bin 5 Level über ihm. Jetzt haben wir noch den Giant Tiger. Der war fast direkt daneben. Der ist natürlich viel zu niedrig, 7 Level unter mir. Das tut der Drop-Chance auf jeden Fall nicht besonders gut. Ja, yeah, das wäre jetzt auch echt ein Wunder gewesen, wenn der was gedroppt hätte. Noch ein neuer Kandidat in der Drop-Runde, Giant Crapper, der mich gerade gewone-shottet hat mit 30.000 HP. Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht, was passiert ist. Vielleicht war es ein Lag und es war nicht ein Hit, sondern mehrere Hits und es war nur irgendwie zeitverzögert und ich konnte deswegen nicht healen. Aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hat mich eiskalt gewone-shottet mit seinem Skill. Was ich bis gerade eben für Unmöglichkeiten habe, ehrlich gesagt. Aber anscheinend Giant Crapper AOE sollte man wohl eher dodgen. Also hier genau das gleiche. Der erste Hit vom Violet Meryl war direkt sein Skill. Und es hat einfach legit 24.000 Schaden gemacht. Und danach kam gar nichts mehr, komischerweise. Also, I don't know what's happening. Aber ja, interessant, ne? Je niedriger die Giants, desto stärker werden sie anscheinend. Sehr, sehr verrückte Welt. Ja, vom Level her jetzt leider auch ein bisschen zu niedrig, nicht allzu krass, aber ja, 4 Level drunter ist schon auch, naja, nicht so gut, aber gut. Generell ist es natürlich schwierig. Ich meine, wenn du dich nur auf eine Giant-Gruppe fokussierst, also zu sehr, vor allem Giants, die sehr weit über einem sind, dauern die Kämpfe länger und sind schwieriger. Und naja, wenn man halt ein bisschen niedriger killt, dann gehen die Kämpfe halt schneller, dafür ist die Drop-Rate ein bisschen niedriger, also ja. Aber ich sag mal so, wenn man Level 150 ist, hat man eigentlich fast das perfekte Drop-Level. Vielleicht 152, 153, damit man auch die richtig hohen noch mitnehmen kann. Aber ja, so ganz perfekt wird es einfach nicht funktionieren. Auf jeden Fall aber noch kein Drop. Ich glaube, wir probieren es dann eher wieder mit den Naga. Aber bisher hat uns ja keiner wirklich Glück beschert. Na gut, doch noch nicht zurück zu den Naga. Ein Violet Meryl ist mir noch begegnet beim Channel-Wechseln. Hat der was im Pedo für uns? Sieht nicht so aus. Not really. Hat gut angefangen und extrem stark nachgelassen, kann man glaube ich sagen. Yikes. Und der riesige Meryl lag natürlich auch noch auf dem Weg. Leider, wie gesagt, 4 Level unter mir. Ja, kontraproduktiv für die Drop-Rate, aber vielleicht ist er gut gesinnt. Bevor wir unsere letzte Runde bei Naga drehen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, call ich's a day. Und warum habe ich Set-Teile überhaupt erwähnt? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Jetzt kann ich nämlich nicht mehr sagen, wir haben nichts gedroppt. Aber der Drop ist natürlich absolut crap. Also wenn man gelernt hat, dem Giant Crapper AOE auszuweichen, läuft es auf jeden Fall deutlich besser. Wurde nicht überraschend von ihm ermordet. Ist auch gleich dead. Drop Skills natürlich nicht vergessen. Er ist perfekt im Drop-Bereich, ein Level unter mir. Das ist kein Problem. Also er hat hier eine sehr hohe Drop-Wahrscheinlichkeit oder eine Drop-Chance, wie auch immer man es nennen möchte.
Aber er sagt, Computer sagt nein. Also ich muss zugeben, so viele Giants hätte ich nicht gedacht, dass ich töten würde. Hätte aber auch nicht gedacht, dass es so schlecht läuft. Ja, Giant Tiger nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Oh, hoppala. Das wäre fast ins Auge gegangen. Oder auf die Nase. Ja, auch hier kein Glück, aber gut, bei dem, sage ich mal, wäre es schon sehr unwahrscheinlich. Wobei man immer sagen muss, ne? Rein theoretisch, du kannst immer droppen. Und 7 Level unter einem ist zumindest noch nicht die minimale Drop-Chance von 10%. So, die Abschlussrunde Naga läuft. Wobei ich gar nicht weiß, alle Channel nochmal durchmachen, dauert schon relativ lange tatsächlich. Mal gucken, ob ich das wirklich mache. Eigentlich wollte ich nur so 10 Giants für so ein Video machen, aber jetzt sind es doch ein paar mehr geworden. Bin ich auch fast wieder gestorben tatsächlich, weil ich nicht rechtzeitig geheilt habe. No Drop. Wie könnte es auch anders sein? Das ist echt crazy. Wie selten ist so ein verdammtes Ori einfach. Weiter geht's mit einem äußerst aggressiven Violet Naga. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht wenn die Power-Ups gleich weg sind und ich eigentlich zu wenig HP habe für den Violet. Dass ich den dann weglasse. Das ist jetzt schon wieder so eng. Wenn ich dann ein paar Mal nicht blocke, der macht immer so 14k, so 7k pro Schlag. Oh, jetzt habe ich beinahe noch die Drop-Skills verpasst. Ja, wenn ich da ein paar Mal nicht blocke oder ausweiche, dann haut schon ganz schön rein, der Kerl. Oder die Dame, whatever. Naja, mal gucken. Gut, ich habe mich umgeloggt und direkt noch einen Violet Naga gefunden. Oh, das hat wehgetan, 19.000. Wird mal wieder Zeit für ein X-Product, würde ich sagen. Damn. Oh, G-Product. Immerhin. Ja, ich meine, das Ding ist halt, die Products sind ganz nett, aber ich meine, deswegen macht man das ja nicht, ne? Ich meine, wenn ich jetzt Products farmen wollen würde, gut, außer X-Product natürlich, das gibt es nur im High-Level. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich Violets für Products farmen würde, dann würde ich halt das mit meinem Level 40er Mercenary in St. Morning machen, wo ich halt in 10 Minuten 20 Violets töten könnte, vorausgesetzt, sie sind da. Also von dem her ist das halt, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Ich meine, du hockst dich ja nicht hin und tötest 1 bis 5 Minuten lang Giants Violets mit Millionen von HP für ein Product im Wert von 100 F-Coin. Das macht man einfach nicht. Oh, jetzt wird es hier gerade ein bisschen tricky mit Party-Skills und das schießt gleich Toad. 5 Sekunden noch auf Lucky Drop. Okay, wow. Das war jetzt sehr viel Jonglieren und die Belohnung ist nichts. Oh, Baby. Das wird wieder ein Kampf gegen die absoluten Monster-Crits von diesem Mistvieh. Mal kurz eine Barrier zünden. Ja, mir sind die Power-Ups wieder ausgegangen. Ich bin zu geizig, neue zu aktivieren zum Teil. Ich bezahle es nicht mit meinem Leben, ja. Schade, wieder nicht. Vorletzter Kandidat. Auch hier wieder Drop-Skills laufen kurz vor Ende aus. Das Timing ist richtig beschissen, aber gut, die Party ist jetzt sowieso fast leer. Aber muss man echt sagen, minimal besseres Timing und es wären gefühlt 10 Giants mehr drin gewesen. Rein von den Punkten her zumindest. Nicht, dass ich noch so viel gemacht hätte. Ich habe es jetzt eh ziemlich übertrieben. So lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber wenn man einmal so im Flow ist, dann ist es schon ganz geil, ne? Aber irgendwie halt, wenn man dann nichts droppt und dann zurückblickt, okay, man hat jetzt 3 Stunden lang Giants gehandelt und nichts gedroppt, ja, dann ist es irgendwie wieder nicht mehr so geil. Und der letzte Giant-Violet des heutigen Abends geht... Oh, noch nicht, okay. Oh, mir geht noch die MP aus, tatsächlich. Ja, nicht die Konzentration verlieren. Nur weil es der letzte ist, muss man jetzt hier nicht nochmal sterben. Je mehr AP diese Drecksviecher haben, desto mehr tut's weh, wenn man tatsächlich drauf geht. Und... ich hätte gerne nochmal das Aufploppen gesehen. Ja, also keine Herneswaffe. Gut, das ist jetzt wenig überraschend, aber auch sonst nichts wirklich gedroppt. Ärgerlich. Ein paar Products waren auf jeden Fall am Start, aber
Ja, kein Ori, kein Shining Ori. Das geht auf jeden Fall besser. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei für tägliche Livestreams. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.